Hi, hi, ich bin Monday Morning und heute lernen wir wieder Deutsch bzw. deutsche Kultur mit Minecraft. Viel Spaß! Ja, wie ihr seht, ist mein Inventar leer und ich habe keine Herzen, keine Lebensanzeige, keine Rüstungsanzeige. Das liegt daran, dass ich im Kreativmodus bin, denn wir werden heute nicht normal weiterspielen, sondern wir werden was bauen. Und zwar werden wir das da drüben im Dorf bauen, weil es ist Tradition, dass das in einem Dorf gemacht wird. Heute ist nämlich ein Feiertag. Heute ist der Tag der Arbeit. Heute finden die ganzen Maifeste statt. Heute ist der 1. Mai. Und deswegen werden wir hier in dem Dorf einen Maibaum aufstellen. Das kann ich nicht unbedingt im Survival-Modus jetzt so schnell machen, im Überlebensmodus. Deswegen werden wir das Ganze hier so schön entspannt im Kreativmodus machen. Gleich bin ich wieder im Dorf. Ist schon ein ganzes Stück bis dahin. Hier im Dorf werden wir einen Maibaum aufstellen. Und zwar normalerweise ist es am Festplatz oder so. Ich würde sagen, wir stellen den Maibaum hier so schön in die Mitte. So hier hin. Ungefähr. Da kann dann jeder hinschauen. Und dafür brauchen wir Fichtenholzstämme, weil es meistens aus einem Nadelbaum gemacht wird, aus dem Stamm von einem Nadelbaum. Wir brauchen Blätter, weil immer ein Kranz drum hängt. Wo haben wir denn Blätter? Da waren Blätter. Fichtennadeln? Ja, Fichtennadeln. Und wir brauchen ein paar Schilder in bunten Farben. Wir nehmen Gelb, wir nehmen Rot, Rosa und Grün und Orange. Oh, das ist das Falsche. Grün oder Blau, Türkis. So, wir nehmen bunte Schilder. Und jetzt machen wir diesen Baum ganz hoch. Ja, am 1. Mai kommen bei uns häufig die Dörfer oder die Stadtteile zusammen und stellen einen Maibaum auf. Und wir essen dann zusammen und trinken zusammen, verbringen die Zeit miteinander. Es ist eine Tradition, die in verschiedenen Teilen Deutschlands gemacht wird, nicht überall. Passt das von der Höhe? Wenn es nicht sogar viel zu hoch schon ist. Es ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch, oder? Nee. Obwohl, mit den Schildern könnte es disproportional sein. Ein bisschen kleiner können wir ihn machen. So. Ja, wir kommen zusammen, wir essen und trinken, verbringen Zeit miteinander. Und man stellt einen Maibaum auf. Das machen häufig Burschenvereine oder die Stärkeren des Dorfes, meistens die Männer. Und es gibt eben, wie gesagt, häufig viel zu essen, zu trinken und Musik. Man verbringt häufig so den ganzen Tag irgendwie mit verschiedenen Sachen. Erst gibt es Mittagessen, dann Kaffee und Kuchen und dann abends ist auch nochmal Grillen oder sowas und eine Bar. Ja, und unten hängt dann häufig so ein großer Kranz da. Manchmal sind sie naturbelassen, manchmal sind sie aber auch verziert mit einem blau-weiß gestreiften Muster, so wie ich sie kenne. Eben häufig sind so Nadelkränze drumherum. Die sind natürlich eigentlich befestigt, aber wir sind hier in Minecraft. Und es hängen Schilder dran. Die hängen wir natürlich auch auf. In welche Richtung wollen wir den Baum denn ausrichten?
glaube, wir richten in diese Richtung schon aus. So, wir hängen erstmal die Schilder hin und überlegen uns dann danach, was wir draufschreiben wollen, wenn ich weiß, wo sie sind. Fangen wir mit Gelb an. Dann machen wir Orange. So, ja. Nein, falsche Richtung. Da hängen häufig eben Schilder dran. Zum Teil sind da, zum Beispiel sind da Figuren von der Kirche, dem Rathaus oder anderen wichtigen Gebäuden da. Oder es ist, eins höher. Sind Schilder von Sponsoren, die da mitgezahlt haben für den Baum, mit drauf. Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Und die hängen alle hier am Baum. So. Und so. Passt das? Von den Proportionen her? Ja, kommt schon hin. Schauen wir uns mal bei Tag an. So. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, was wir draufschreiben wollen. Ich schreibe meinen Namen einmal hier auf das Schild. Weil das ist sicherlich gut, wenn ich meinen Namen hier verewige. Monday Morning. Was könnten wir noch draufschreiben? Wir schreiben hier unten, dass man es gut lesen kann. Pretzels. Nein, ich will Brezen draufschreiben, auch wenn ich euch eigentlich Pretzels getauft habe. Brezen. Die Leute, die bei mir auf dem Stream-Kanal immer vorbeischauen, die haben es vielleicht schon mal mitbekommen, aber die Zuschauer da sind Brezen getauft. Also Pretzels. Wegen Precious und Brezen, weil ich Brezen gerne mag. Deswegen kommen die hier drauf. Was kommt noch drauf? Ich könnte Comprehensible Input German draufschreiben. Ob das drauf passt? Comprehensible Nein. Comprehensible Input German. Dann verewige ich die Cozy Little Little Bakery. Das ist der Name vom Discord-Server. Was könnte ich auf die anderen Schilder noch schreiben? Die Namen von unseren Tieren. Eins höher, Ella. Max. Und Amelie. Was könnte ich noch draufschreiben? Ich weiß, was ich doch draufschreiben kann. Hier
schreibe ich Rien. Und da drüben Janiel. Das ist nämlich Rien ist die Person, die mich gezeichnet hat. Und Janiel ist die Person, die mich animiert hat. Nur wegen denen kann ich so hübsch aussehen. Jetzt fehlt nur noch ein Schild. Wie könnte ich das Dorf nennen? Sollten wir vielleicht einen Dorfnamen geben? Ich habe eine dumme Idee. Wir nennen das Dorf hier. Ich brauche ein weiteres Schild. Wo sind die normalen Schilder? Da. Eichenholzschild. Ich habe eine Idee. Eine dumme Idee. Willkommen in Bajuwarien. So? Ja. Ja, ich glaube, ich will es so nennen. Es ist ein bisschen ein Wortspiel mit Bavaria und Bayern. Das ein paar Leute kennen, die ich kenne, verwenden. So. Das ist kein echter Ort. Nur um das klarzustellen. Bajuwarien. Jetzt habe ich alle Schilder benannt. Ja. Sehr gut. Der Weizenausschank ist auch da vorne. Flüssiges Brot. Also aktuell noch nicht flüssig, aber Weizenausschank. Auch ganz wichtig. Also Weizen ist Weißbier. Und jetzt können wir hier alle zusammen feiern. Wo ist denn eure Glocke? Hier. Ups. Ich habe eure Glocke zerstört. Geht ihr jetzt alle nach Hause? Nein, ich wollte, dass ihr alle herkommt. Kommt alle her. Okay. Dann feiere ich alleine mit meinem Baum. Yay! Na gut, dann fahre ich allein mit meinem Baum. Ich habe einen Maibaum. Jetzt bin ich glücklich. Aber das war's mit der heutigen Bonusfolge. Wir haben heute einen Maibaum aufgestellt. Und ich habe euch ein bisschen die Tradition des 1. Mais hier vorgestellt. Nur so ein kleines bisschen. Aber das ist der Teil, den ich richtig mag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.